Was geht ab, Rocker und Metalheads? Ich bin euer Host Vanessa B und ihr schaut Raining TV. Sicher ist euch schon aufgefallen, dass die Ansage untypischerweise auf Deutsch ist. Das liegt daran, dass die heutige Folge einer Band aus der deutschen Rockszene gewidmet ist. Wir präsentieren euch Schattenmann. Modus an. Die Band hat dieses Jahr ihr 5. Studioalbum herausgebracht, womit sie sich musikalisch und optisch neu erfunden haben und eine erfolgreiche Tour gespielt, auf welcher wir sie für euch besucht haben. Wir sind heute hier in Stuttgart im LKA mit Schattenmann. Ihr habt ja jetzt gerade erst ein neues Album rausgebracht, euer 5., wenn ich mich nicht irre, also quasi schon so ein kleines Jubiläums-Besonderheitsding. Wie war's denn? Wie war die Release-Party gestern? Schöner kann man sich einen Release-Day gar nicht vorstellen. Wir haben in Frankfurt reingefeiert und gestern in Oberhausen fettes Release-Konzert. Und dazu noch danach Release-Party und es war episch. Nennen wir es episch. Es war dem Endgegner würdig und auch dem 5. Album würdig. Episch ist ja auch irgendwie der Titel an sich. Der hat so diesen Videospiel-Flair natürlich. Kommt das auch daher, dass ihr auch Videospiel-Fans seid oder woher kam diese Idee? Ja, wir haben immer so ein Glück mit unseren Albumnamen. Also wenn ich da mal zurückdenke, 2019 das Album Epidemie, dann kam die Pandemie, dann 2021 Chaos, dann herrschte auf der Welt leider Gottes auch Chaos und Endgegner war tatsächlich unser persönlicher Endgegner. Also ja, erstmal so in dieser Videospielatmosphäre gedacht, wie auch der Song ist, weil wir alle gerne hier und da mal gern einen aufzocken, so zum Relaxen, zum Entspannen. Macht ja auch mega Spaß und ich finde auch, dass Videogames schon auch irgendwie so ein Stück Kulturgut sind, kann man so sagen. Also gerade wenn man so wie ich mit den ersten Serien von GTA aufgewachsen ist und dann sich das so durchzockt über die Jahre, das hat schon was, das macht schon was mit einem, ja, also oder Tony Hawk Skateboarding, ja, was da auch für Hits generiert worden sind, ja, also schon krass und deswegen hat für mich Gaming auch irgendwie so eine Art Popkultur, oder es ist für mich eine Popkultur, aber wie es so ist, es hat sich dann doch ein bisschen gedreht und der Endgegner ist auch zu unserem persönlichen Endgegner geworden tatsächlich. Inwiefern denn, wenn ich fragen darf? Na, wenn man schon so anteasert, ja, dann muss man ja auch noch die Story dazu auspacken. Ja. Ich musste doch auch ein paar Bälle zuspielen. So nämlich. Ja, also ich meine, wir haben mit dem 5. Album haben wir echt einen Schnitt gemacht. Wir haben uns ja immer schon über die Geschichte von Schattenmann weiterentwickelt und auch musikalisch immer mehr Kanten bekommen in Richtung Metal. Das ist so eine persönliche Entwicklung, so ein persönliches Ding. Und unser Anspruch war es auch, das mit dem 5. Album zu vollenden, ja? Die Verwandlung quasi auf den Punkt zu kriegen, musikalisch und visuell und vor allem auch einfach wir selbst zu sein. Und dazu, ja, ich meine, es ist viel passiert, das ging vom Labelwechsel an, schön, dass wir bei euch sein dürfen, bis hin auch zum Besetzungswechsel, was alles in dieser Albumperiode passiert ist, bis zum Endgegner. Es hat uns auch schon herausgefordert. Also der Name ist Programm, definitiv. Und wie du schon so schön gesagt hast, ihr habt ja auch einfach euch visuell neu erfunden. Und ich glaube, das ist eine Frage, die ich vielleicht vor allem an euch beide geben möchte, weil ihr ja dann auch so die optisch am herausstechendsten Personen auf der Bühne seid. Woher kamen denn die Ideen für dieses Look and Feel? War es einfach so dieses, wir brauchen jetzt einen Unique Selling Point und dann hat man sich was überlegt? Oder war die Idee schon vorher da? Also erstmal möchte ich sagen, das ist ein sehr schönes Top. Würde mir auch stehen. Also sagen wir es mal so, das Brainstorming, da war sehr, sehr viel Schnananaps im Spiel. Deswegen haben wir dem auch unseren Song gewidmet. Unserem Schnananaps gibt es bei uns im Shop zu kaufen. Ansonsten, unser erstes Album heißt Licht an.
Also wir haben ja immer viel Licht und Schatten in unseren Shows. Und das heißt, die Kontraste waren für uns schon immer wichtig, schwarz-weiß. Und wir haben uns überlegt, zu so einer geilen Show, es ist, glaube ich, ganz cool, wenn ein Charakter auch wirklich dieses Schwarz-Weiß verkörpert. Und dann kommst du natürlich ins Brainstorming, ne? Machst du dich irgendwie halb-halb, schwarz-weiß, machst du irgendwie ein Schachbrett aus dir und dann kommst du halt ganz schnell natürlich auf Tiere. Und Stinktier ist halt nicht so. Und deswegen habe ich das Zebra gewählt. Und ich finde mich da auch ganz wieder, weil tatsächlich, ich bin ein anderer Mensch, wenn ich nicht auf der Bühne stehe. Und ich bin auch ein anderer Mensch, wenn ich keinen Alkohol trinke. Und deswegen vereine ich hier alles so in diesem Make-up. Genau. Du bist einfach schwarz-weiß. Der Mann ist das muss man sagen, das sagst du immer selber nicht so, aber der Typ ist schwarz-weiß. Also der Typ kennt entweder 0 oder 1. Der kann nichts dazwischen. Also wisst ihr, so normalen, genau, so normalen Modus, wie ihn wir alle irgendwie haben oder du oder wer auch immer, kennt der Typ nicht. Der trinkt entweder oder er lässt es bleiben. Und wenn er trinkt, dann trinkt er. Genauso, der kann auch zuhören und nichts sagen. Aber wehe, er macht dann das Maul auf. Das ist A, fundiert ohne Ende. Der Typ hat richtig Ahnung und der schafft es aber auch dann, in 3 Sätzen allen die Stimmung zu verhageln, komplett, weil er halt einfach recht hat. Ja, das ist gute Stimmung. Ja, aber du weißt, was ich meine. Das ist halt so, schmeißt du dir einen hin, da brauchst du nichts mehr. Also der Typ ist wirklich schwarz-weiß und das ist halt einfach er, sein Charakter. Und das Schöne ist, dass es einfach dieses Muster, das Zebra so nach außen trägt. Und das macht es auch aus. Auf den ersten Blick würde ich sagen, denkt man sich so, ja klar, der Unique Selling Point, so wie das du gesagt hast. Aber tatsächlich ist jeder Charakter die Spiegelung unseres Inneren irgendwie nach außen so auf die Spitze getrieben. Einfach die wie sagt man dazu? Die Karikatur unser eigen. Das trifft's. Ja. Die überspitzte Zeichnung von uns selbst. Ihr habt ja auch sehr optisch starke Musikvideos, sehr Ästhetik viel drinne. Was bleibt denn da bei euch so im Nachgang hängen am meisten so? Was hat euch denn am meisten gefallen daran? Welches Video ist jetzt im Nachgang so das, wo ihr sagt, damit verbinde ich jetzt noch am meisten? Boah, schwierig. Aber grundsätzlich finden wir Videos total wichtig. Wenn man sich die Bandbreite jetzt unserer Videos so anguckt, seit der ersten Stunde und bis heute, es sind immer irgendwie coole, unique Dinge. Wir haben immer irgendwie andere Visuals. Wir schockieren manchmal. Manchmal ist es einfach auch nur lustig. Manchmal hat es einfach auch einen Twist. Ist auch manchmal bockernst. Also ist alles drin. Und wenn ich jetzt meine 2 Favoritenvideos rauspacken müsste, dann machen wir 3. Dann bin ich tatsächlich bei Cosima. Das ist eines der krassesten Videos, finde ich, weil ich da eine abartig asoziale Rolle spiele, die ich erschreckenderweise verdammt überzeugend spiele. Also es hat meine Familie schon ein bisschen schockiert. Also meine Eltern dachten erstmal, da lief irgendwas schief mit der Erziehung, aber okay. Und tatsächlich, wir sind das Ende der Welt. Unser aktuelles Musikvideo finde ich wunderschön geworden. Das ist so bombastisch, es ist so krass und dieser Song dazu, wow. Und das Schnana-Naps-Video finde ich einfach so grandios. Es ist so funny, es war so viel Arbeit, es ist aber so geil geworden und es hat so einen wunderschönen Twist. Und das nächste Mal knutschen wir 2. Oh Gott. So nämlich. Oh Letzte Worte an die Fans oder vielleicht auch neuen Fans da draußen. Was möchtet ihr denen denn mitgeben und sagt ihnen doch mal, warum sollten sie sich Endgegner anhören müssen? Das ist der schwerste Satz immer an einem Interview und deswegen werde ich jetzt etwas tun, womit keiner rechnet. Oh. Ja, damit habe ich tatsächlich nicht gerechnet. Du hast gedacht, du kommst wieder davon. Ich dachte, ich komme einfach wieder weg. Es ist einfach ein grandioses Album, was soll ich sagen? Ich glaube, viel mehr Überzeugungsarbeit, außer sich den ersten Song einfach mal anhören und dann sich einfach tragen lassen und das Ding einfach mal durchhören und dann, ist glaube ich, das beste Argument, was es gibt. Es ist einfach geil. Ja, Leute, hört es euch an, streamt das gute Stück. Wenn es euch gefällt, dann kauft es euch physisch. Das ist nämlich geil.
Ja, und wir freuen uns natürlich auch, wenn alle, die jetzt neu auf uns aufmerksam werden, auch mal zum Konzert kommen. Denn es gibt nur eine Sache, die noch geiler ist als Platte: live. So nämlich. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Es war schön. Bleibt sauber. Ihr seht, nach dem Endgegner ist das Spiel für Schattenmann noch lange nicht vorbei. Wir sind gespannt, was die Band im nächsten Level erwartet. Keep rockin' and see you in the next episode of Raining TV.